Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Ich befinde mich gerade in Nuevo Colombia. Das ist etwa eine Fahrstunde von der Hauptstadt Asunción in Paraguay entfernt. Und ich wollte euch mit dem Video hier, das ist so ein kleines Update-Video, ich wollte euch mit dem Video hier begeistern, um einen Food Forest, einen Waldgarten auf Deutsch gesagt, anzulegen. Ja? Also wir sind im Jahr 2022 nach Paraguay gezogen und im Juni 2023 haben wir den Waldgarten hier hinter mir, also der ist 100 Meter hinter mir, könnt ihr dann den Anfang sehen, aber wir laufen nachher durch. Ich zeige euch alles. Haben wir angefangen, den Waldgarten anzulegen. Und schon nach so einer kurzen Zeit, also nach knapp 2 Jahren und 6 Monaten, fast 2 Jahre, 7 Monaten, haben wir jetzt schon die ersten Erfolge. Ja, wir haben jetzt hier vor mir Maracuja, dann haben wir eine Papaya, eine Ananas, eine Mango. Das ist nachher mein Frühstück. So, eine Mango. Wir haben noch mehr Früchte, ja. Und wie gesagt, ich nehme euch nachher rüber und zeige euch, was wir noch alles haben, wie das wächst, wie das funktioniert. Damit ihr versteht, von Anfang an, also so ein Waldgarten wird, also so wie wir es machen, wird nach Permakultur angebaut. Das heißt, ohne Pestizide zu benutzen und ohne künstlichen Dünger zu benutzen. Also alles wie eigentlich wie unsere Vorfahren schon vor Jahrhunderten oder besser gesagt vor Jahrtausenden eigentlich gemacht haben. Und ihr müsst euch vorstellen, noch vor knapp 2 Jahren und 6, 7 Monaten war das hinter mir alles nur ein langweiliges Feld, ja, mit sehr ausgelaugtem Boden. Ich zeige euch nachher ein paar Aufnahmen, wie der Boden hier normalerweise aussieht. Also der Sinn und Zweck so eines Waldgartens ist eigentlich, unser Boden wieder fruchtbar zu machen. Ja, durch eine Vielfalt von verschiedenen Pflanzen, die in Symbiose miteinander gehen, baut sich immer mehr, also durch das Chop-and-Drop-Verfahren baut sich immer mehr das Mulch auf, ja, durch das Mulch baut sich immer mehr die Humusschicht auf, ja, und der Boden mit dem Humus wird immer fruchtbarer. Und je fruchtbarer der Boden ist, umso gesünder sind nachher unsere Produkte, unsere Lebensmittel. So haben wir auch wieder gesunde Lebensmittel. Egal wo du auf der Welt bist, kannst du dieses Prinzip eigentlich nachmachen. Du musst dir eigentlich nur mein Anfangsvideo anschauen und in Zukunft kommen viel professionellere Videos. Ja, also wir sind nach und nach das ganze Ding, das YouTube-Game, sage ich mal, ein bisschen professioneller zu machen. Ja, da habe ich schon jetzt schon Verstärkung. Ja, vielen Dank dafür. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber ähm, auf jeden Fall wird das alles in Zukunft noch viel interessanter für euch zu sehen, wie das funktioniert und leichter zu verstehen sein. Ja, das haben wir so vor. Und wichtig auch zu sagen ist, nicht nur hier in Paraguay, aber hier in Paraguay, die Lebensmittel sind wirklich nicht lecker. Ja, also die meisten, ja, man stellt sich Paraguay immer vor voller Früchte, ähm, alles lecker, alles in Hülle und Fülle, aber so ist es leider nicht. Ja? Sehr viel wird hier rein importiert von Argentinien, Brasilien, also viele gespritzte Sachen. Zeitweilig gibt es hier ein paar Sachen, die dann nicht gespritzt sind von Kleinbauern, aber das ist dann wirklich eine kurze Zeit und eher nicht der Normalfall. Ja? Also das heißt, hier liegt ein Riesenproblem vor, was wir sozusagen lösen können. Und das ist nicht nur in Paraguay, sondern das ist weltweit, wird die Humusschicht immer weiter abgebaut, die Wälder werden immer weiter abgeholzt und die Lebensmittel werden immer schlechter, ja. Und es wird Zeit, was zu ändern. Und deswegen ist unser Projekt praktisch hier anfangen, Paraguay aufzuforsten. Wir haben wirklich große Pläne, wir haben Großes vor. Wenn du von Anfang an dabei sein willst, dann abonniere den Kanal, like, kommentiere, damit es uns in den Algorithmus nach oben katapultiert, sage ich mal. Ja, das wäre super. Teilt auch die Videos gerne an Freunde und Bekannte, damit wir mehr Reichweite bekommen, weil, wie gesagt, durch die Reichweite können wir viel schneller wachsen und das Projekt kann dadurch auch viel schneller wachsen. So unterstützt ihr uns dadurch. Ich weiß jetzt schon, die sind lecker, weil ich habe die schon probiert. Die super Früchte aus dem Waldgarten, ja, also wer Maracuja nicht kennt, die schmeckt süß-sauerlich, ja, also sehr intensiv im Geschmack. Vielleicht hört ihr die Kanne, also wirklich sehr lecker. Die Papaya, muss man dazu sagen,
Das Gesündeste an der Papaya sind die Papaya-Kerne. Guck mal auf Amazon oder guckt einfach auf Amazon, wie viel ein Kilo davon kostet. Also wirklich ein sehr teures Produkt. Voller Vitamin C, sehr gesund, schmeckt ähnlich wie Pfeffer. Muss ich gleich nachspülen mit Maracuja, sonst wird die zu pfeffrig, ja. Die Papaya selber, ja, die schmeckt einfach süß und lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich die euch anders beschreiben soll. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsfrucht hier. Ja, eigentlich von der ganzen Familie, glaube ich. Das ist die Mango. Jetzt habe ich den Namen kurz vergessen. Mango ist wirklich eine sehr, sehr leckere Frucht. Die wächst hier sehr gut in Paraguay. Wir haben jetzt 3 verschiedene Sorten angepflanzt. Ich habe jetzt eine Baumschule gefunden in Brasilien, wo 60 verschiedene Mangosorten hat. Die werden wir hier rein importieren und ganz viele verschiedene Mangos anbauen. Ich würde euch gern irgendwie den Geschmack rüber schicken, damit ihr das probiert. Also wirklich sehr lecker alles. Vor allem, bist du dir dann hundertprozentig sicher, dass es dich auch gesund macht. Ja, dass es nicht vollgespritzt ist mit Pestiziden oder mit irgendeinem Kunstdünger vollgepumpt, sage ich mal. Ja, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja, was noch sehr wichtig zu sagen ist, wir pflücken diese Sachen wirklich nur, wenn die reif sind. Ja, also Tiere haben genug hier, also Vögel essen die, ja, und also der Waldgarten produziert so eine Fülle, dass es für alle reicht praktisch. Das heißt, wir müssen nicht gegen die Tiere kämpfen, gegen die Vögel, außer bei Gemüse schon, komme ich nachher zu sprechen, ja, da muss man ein bisschen gegen die Tiere was machen. Netze aufbauen, sowas, aber so essen wir wirklich die Sachen reif. Und erst wenn die reif sind, sind auch wirklich die ganzen Nährstoffe drin. Das ist das, was uns gesund macht. Ich meine, wenn wir die Mangos grün pflücken und irgendwo hin transportieren und dann in irgendwelchen Reifekammern die nachreifen, dann kann das nicht gesund sein, ja. Und deswegen ist es wichtig eigentlich, lokal immer wieder Waldgärten aufzubauen, ja. Und da haben wir uns was überlegt, wie wir das machen können, ja. Also das ist nicht, aber mir alleine geht die Energie irgendwann mal aus, ja. Ich pflanze vielleicht noch 3 große Waldgärten, dann war es das, ja. Ähm, aber wir haben jetzt was vor, wie wir das Ganze exponentiell praktisch größer machen können, ja, dass das alles wie so ein Schneeballsystem funktioniert. Deswegen bleibt dabei, bleibt auf den Kanal dabei, abonniert, kommentiert, unterstützt uns, hilft uns dabei, groß zu werden. Das wäre sehr wichtig, ja. Mm, sehr lecker. Und bevor wir zusammen in den Food Forest reingehen, wollte ich euch hier erstmal diesen Boden zeigen. Ja, also das habe ich euch ja vorhin gesagt. Hier in Nueva Colombia bei uns ist ein sehr sandiger Boden. Also hier wächst alles eher schlecht, ja, weil das ist nicht nur hier in Nueva Colombia, sondern das ist eigentlich weltweit das Problem, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass die Humusschicht immer weiter abgebaut wird. Ja, und deswegen sind wir irgendwann mal, wenn es weiter so geht, angewiesen, nur noch solche komischen Sachen zu essen, die voll sind mit Dünger und Pestiziden und alles Mögliche. Ja, deswegen ist es sehr wichtig, Humus aufzubauen, weltweit. Ja, das ist ein Riesenproblem, was wir lösen sollten. Ja, und deswegen zeige ich euch erstmal einen Bereich, den haben wir ein halbes Jahr, bevor wir den Waldgarten hier gepflanzt haben, haben wir erstmal versuchsweise ein paar Bäume gepflanzt, ja. Und um zu zeigen, was für einen Unterschied es macht, wie die Bäume einfach so, wenn die alleinstehend wachsen oder wenn die in Symbiose miteinander wachsen, wenn die mit einem Chop-and-Drop-Verfahren gemacht werden, wenn die Abstände bestimmte eingehalten werden. Also da gibt es Ertragsbäume, Biomassebäume, aber das erkläre ich alles in meinem Video davor. Und wie gesagt, da kommt in Zukunft eine sehr, sehr viel besseres Content, sehr viel bessere Videos, sage ich mal, wie wir das erklären werden, ja, schulungsmäßig. Da sind wir sehr bemüht praktisch, dass wir weltweit da kopiert werden, ja. Und dann nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie das dort aussieht bei uns, ja.
Und hier sitze ich jetzt auf meinem, sage ich mal, langweiligen Versuchsfeld. Ja, also wie gesagt, dieser Bereich hier ist 3 Jahre alt, ungefähr, ja, so ein paar Monate, also vielleicht 1, 2 Monate plus minus. Ich glaube etwas länger als 3 Jahre und 2 Monate war das, glaube ich, gell? Ja, meine Frau macht so. Also etwas über 3 Jahre. Also das heißt, die Bananen, ich zeige euch nachher die Bananen in Food Forest, also wir haben schon sehr viele Stauden geerntet. Ja, die Bananen hier, die bringen keine Früchte, die vegetieren nur so vor sich hin, sieht richtig traurig aus. Die wurden am Anfang sehr gut gemulcht, sehr viel gegossen und ich habe Terra Preta damals versucht herzustellen. Ja, da war ich noch nicht so gut mit dem Wissen, aber schon besseren Boden haben sie bekommen, als hier normalerweise ist. Aber ja, den Pflanzen fehlt einfach die Vielfalt. Ja, die Permakultur macht es einfach aus. Dann hier Mango. Wir haben ja vorhin gesehen, ich habe schon eine Mango von unserer Plantage gegessen. Ich zeige euch nachher auch den Mangobaum, von dem wir den geerntet haben. Also die Höhe auch, merkt euch einfach die Höhe, etwas größer als ich. Ja. Oder schaut euch mal diese traurigen Bananen an. Die sind richtig lustig. Ja, also da geht einfach gar nichts. Ja, die vermehrt sich nicht. Normalerweise kommt bei der Banane immer eine Mutter, eine Großmutter und eine Tochter, also 3 Bananen. Und dann wird es immer mehr. Die vermehrt sich immer von selber, immer weiter kommen Stauden raus praktisch. Aber da geht einfach nichts. Ja. Hier genau das gleiche Spiel, ganz klein. Was hier gut wächst, das ist der Avocado. Also Avocado, wir haben den auch gut gemulcht und alles. Der wächst hier gut, aber in den Waldgarten, in den Food Forest wächst er besser. Ja, das zeige ich euch nachher auch Aufnahmen. Die Grün ist viel intensiver, er ist schon größer und ist ein halbes Jahr jünger. Ja, da hinten haben wir auch Papayas eingepflanzt gehabt, die haben es einfach nicht überlebt, also die haben es gar nicht gepackt. Deswegen, ja, dann lasst uns auch mal rüberlaufen, dann zeige ich euch, wie der Waldgarten aussieht. Jetzt, Leute, hinter mir seht ihr noch 3 Bienenkästen von mir. Da nehme ich jetzt das Handy selber in die Hand, weil meine Kamerahilfe hat ein bisschen Angst. Deswegen, vor allem, die Angst ist auch ein bisschen begründet. Das sind nämlich Killerbienen. Ja, also hier in Südamerika gibt es die zwar, die zahmen, aber ich habe so ganz normale Killerbienen bekommen. Also die haben mich auch gestochen schon. Also jetzt bin ich ganz leise. So Leute, wir haben eine kleine Verfolgungsjagd gehabt. Die Bienen sind immer noch hier um uns herum, sehe ich. Aber ich hoffe, die stechen uns nicht. Okay. Ich habe jetzt einen kleinen Schweißausbruch, aber wir machen weiter nach der Verfolgungsjagd von den Bienen. Also ich wollte euch ja unseren Mango im Food Forest zeigen. Jetzt stehen wir im Food Forest. Der Food Forest ist etwa, die sind immer noch da. Der Food Forest ist etwa 1600 Quadratmeter groß und hat über 500 Ertragsbäume drin praktisch. Aber mit den Biomassebäumen sind es viel mehr. Ja, und man sieht, ja, die guckt nach dem Rechten noch, ja, die Biene. Ob ich auch nicht wirklich nochmal vorhabe, das Zuhause von denen zu gehen. Äh, ja, und man sieht hier, wie viele Mangos da jetzt schon hängen. Also der Baum ist jetzt sozusagen 2 Jahre und 6 Monate. Ja, und der hat, die Mangos sind zwar noch klein, aber die sind sehr geschmacksintensiv, sehr süß. Da oben hat es welche, hier, da. Ich weiß gar nicht, ob ein Mango nach 2 Jahren, 6 Monaten überhaupt schon Früchte tragen sollte. Bei uns tut er das auf jeden Fall. Wir gehen gleich nochmal rüber und ich zeige euch, wir haben eine Bananensorte, Bananenmangos.
Und die ist nochmal viel größer, die hat auch schon Früchte. Ah, wir haben 3 Bäume sogar mit Mangos, zeige ich euch gleich. Das ist eine andere Mangosorte, die geht mehr ins lila, grünlich, aber ich glaube, dieser Teil wird auch noch gelblich später. Ja, aber ist auf jeden Fall eine andere Sorte. Die ist jetzt schon größer als die anderen. Und hinten haben wir noch Bananenmangos. Jetzt bin ich ganz durcheinander wegen diesem Bienenangriff. Hier, was wir jetzt neu, was wir jetzt neu gemacht haben, ist, so, jetzt stehen wir endlich neben der Bananenmango. Also hier, das sind schon richtige Oschis, aber auch da muss ich sagen, die werden viel größer, die werden so lang später ungefähr, habe ich schon mal gesehen, ja. Und das heißt, der Baum ist ja auch erst 2 Jahre 6, 2 Jahre 7 Monate maximal, ja, und man sieht, was für eine Höhe der hat im Vergleich zu den anderen Bäumen, was ich euch vorhin gezeigt habe, wo ich ein halbes Jahr praktisch vor dem Food Forest gepflanzt habe. Also enormes Wachstum für mich auf jeden Fall, ja, also mega gutes Wachstum. Man sieht hier ist auch alles, hat eine sehr saftige Grün, ob es die Bananenblätter sind, alles ist in der Fülle da, der Boden ist bedeckt, der Mulch baut sich immer mehr auf, ja. Wie gesagt, wichtig bei diesem Verfahren sind die richtigen Abstände zu pflanzen und die richtigen Pflanzenkombinationen, ja, weil es müssen immer viel stickstoffgebende Pflanzen dabei sein, viele laubbringende Pflanzen. Ja, man sieht, die Papayas, die schmecken nicht nur uns, sondern auch unseren Tieren. Übrigens, diese Papaya-Kerne, die sind sehr gut gegen Parasiten. Also wenn ihr Tiere habt mit Parasiten, Würmer, egal was auch immer, an Parasiten, gibt denen viele Papaya-Kerne, es kommt alles hinten raus, ja. Und die mögen das auch sehr. Ist auch eine Vitamin C-Bombe für die Tiere. Wie gesagt, wenn ihr gesunde Tiere habt, einen großen Waldgarten in Fülle habt, dann füttert die ruhig mit den ganzen Früchten. Ja, ist sehr gut. Ja, und so wollte ich euch zeigen, wächst die Papaya. Ja, als eine Staude. An der Staude viele Früchte. Im ersten Jahr hatte ich noch viel mehr Ertrag. Das ist oft so, dass bei Fruchtbäumen ein Jahr geben die Früchte richtig viele. Dann im nächsten Jahr erholen sie sich und im übernächsten Jahr geben die wieder viele Früchte. Also dieser Baum war noch viel voller bei mir letztes Jahr. Dann haben wir hier, ich habe jetzt leider nicht den Namen von der Nuss, aber das ist ein Nussbaum. Das ist eine Nuss de Paraguay oder sowas hieß es. Aber ich kenne leider den Namen nicht. Der ist auch noch nicht ganz reif, aber auf jeden Fall bringt er noch schon nach 2 Jahren und 7 Monaten, sage ich jetzt mal, bringt er schon Früchte. Ja, das sind nachher so kleine, runde Früchte drin, Nüsse. Ja, sehr lecker. Ich habe die schon gegessen bei einem Freund von mir, auch hier in Nueva Colombia. Aber ja, bei mir bringen die jetzt zum ersten Jahr erst Früchte. Wie gesagt, dieser Food Forest ist 2 Jahre und 7 Monate alt. Ja, also für diese Zeit sehr gutes Wachstum. Dann gleich hinter den Nussbaum hier sieht man Himbeeren. Super leckere Himbeeren. Die blüht zwar wieder, aber die hat bei uns davor ein halbes Jahr lang einfach nonstop Früchte gebracht. Und wirklich viel. Wir haben viel eingefroren. Jetzt machen wir sehr oft so Smoothies, solche Sachen draus oder Eis. Ja, ist auch sehr lecker. Es schmeckt anders wie die europäische Himbeere, die wir sie kennen, aber ist eine sehr leckere Himbeere, ja. Dann haben wir hier, das ist ein Avocadobaum, ja. Jetzt im Vergleich zu den anderen Baum, der ist viel höher, ja. Schaut euch die Grün an, die ist viel satter, viel gesünder, meiner Meinung nach. Darunter haben wir Ananasse, leider keine mit einer Frucht. Ah, doch, da hinten, guck mal. Da hinten haben wir sogar eine Frucht, die liegt schon. So sieht es aus, wenn eine Ananas wächst. Ja, so. Dann diese Papayas hier, die habe ich letzte Saison mit der praktisch Chop and Drop gemacht. Bei mir ist die Papaya, da gehe ich gar nicht auf den Ertrag, sondern bei mir ist es eine Biomassepflanze. Ja, also die ist zum Beschneiden da. Die habe ich oben gekappt. Die ist wieder da.
Ja, gleich ist sie weg, denke ich. Ähm, ja, äh, die Biene, die macht heute ein bisschen Probleme bei den Aufnahmen. Dann haben wir noch sehr gut wachsende Edelkastanie. Die hat zwar noch nicht so sehr viele Früchte, aber die ersten sind da. Seht ihr die da oben? Da oben. Ja. Und der Baum, der wächst. Hey, Buddy, nein, lass, lass den Busch. Hier stehen wir neben unserem größten Olivenbaum. Ja, ihr merkt, hier ist alles wirklich sehr viel gemischt miteinander. Ja, also keine Monokulturplantage, sondern wirklich eine ausgewogene Mischkultur, würde ich sagen, ja, würde ich behaupten. Die Olive, die bringt noch keine Früchte, aber ich wollte euch einfach mal die Größe zeigen, was so in 2 Jahren und 7 Monaten möglich ist, ja. Neben mir ist ein Paraiso-Baum, der ist auch in der gleichen Zeit gewachsen, der ist oben sogar abgebrochen. Das ist ein sehr gutes Nutzholz, ja, also sehr stark, wird hier in Paraguay für Möbelholz verwendet. Wenn man den immer wieder dazwischen pflanzt, ja, es ist sehr guter Baum, um ja, vielleicht Ökokonstruktion, Biokonstruktion zu machen oder auch für den Verkauf später, weil Holz ist in Paraguay auch sehr teuer. So, und gleich hinter mir seht ihr die Maulbeere. Ja, also wenn die blüht, dann kracht es nur so vor Früchten. Leute, wir haben gerade festgestellt, dass das Video jetzt viel länger geworden ist, als wir es eigentlich geplant haben. Und wir würden euch gerne noch weitere Früchte zeigen. Also wir haben noch ein paar Früchte in petto, was bei uns gut wächst und schon reif ist. Aber eine Frucht ist noch nicht reif, aber die zeigen wir euch trotzdem. Die ist bald reif. Aber ich habe auch die negativen Teile praktisch oder nicht die negativen Teile, sondern die Sachen, was bei uns schlecht gelaufen sind, die will ich euch auch noch dann in den zweiten Teil des Videos zeigen. In 2 Wochen kommt das Video raus. Ansonsten, du kannst uns gerne, also wir haben eine Telegram-Gruppe, eine normale, dann haben wir eine Telegram-Gruppe mit Chat-Funktion. Ich werde die jetzt einblenden. Da könnt, also die mit der Chat-Funktion, da kann man sich gegenseitig austauschen oder mir persönlich Fragen stellen, wenn man irgendwelche Fragen hat. Egal jetzt, ob es den Food Forest angeht oder auch, wenn ihr meine Erfahrung braucht. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in Paraguay. Wenn ihr jetzt ans Auswandern denkt, dann teile ich da auch gerne meine Erfahrung kostenlos mit euch. Ja? Gebe euch auch meine Kontakte, was ich hier schon aufgebaut habe, ja, was Papiere machen angeht, Führerschein, eventuell Bankkonto, Grundstückskäufe oder die ganzen Sachen. Also da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ja? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.